Hallo, ich begrüße euch zu einer Lerneinheit. Es geht um meinen Online-Kurs Datenschutz und Datensicherheit. Und im Besonderen geht es hier um die DSGVO, die Datenschutzgrundverordnung. Da habe ich das Problem, dass die Materialien, die mir mein Auftraggeber an die Hand geben, beziehungsweise in Form von E-Books an meine Kursteilnehmer, dass die schon ein bisschen in die Jahre gekommen sind. Ihr seht ja das E-Book vom Herd Verlag. Gibt es auch in gedruckter Form, aber das E-Book ist das Interessantere, weil da kann man natürlich gleich mit suchen, mit dem Browser. Und das ist aus dem Jahr 2016. Da weiß man sofort, wenn man die Datenschutzgrundverordnung kennt, die kam ja erst 2 Jahre später. Das heißt, die kann in dem Buch noch gar nicht enthalten sein. Das ist ein echter Mangel, auch bei der Vorbereitung auf die Prüfung. Da habe ich dann im Internet recherchiert und bin fündig geworden beim Bundesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit. So steht's ja auch hier. Professor Kelber, der ist der Herausgeber dieses Buches. Das darf man auch verwenden, wenn man das korrekt zitiert. Das Impressum habe ich hier auf dem Bild mit abgebildet und damit bin ich natürlich rechtlich auf sicherer Seite. Das Buch ist recht umfangreich. Ich habe es ja auch in gedruckter Form. Ihr seht es ja hier. Das sind etwa ein halbes Kilo, ein bisschen mehr sogar. 320 oder 324 Seiten. Da sind aber die ersten und die letzten ziemlich leer. Und in dem Buch kann man natürlich eine Menge finden. Aber wenn man dann berücksichtigt, dass mein Kurs zu diesem Thema insgesamt eine Woche dauert, am Ende werden dann die Teilnehmer mit 30 bis 40 Multiple-Choice-Fragen zertifiziert. Aber in dieser Woche ist der DSGVO nur eines von vielen Teilen und da kann ich etwa 4 bis 5 Stunden mit verbringen. Das heißt also 320 Seiten, das wäre eine glatte Überforderung. Deshalb habe ich dieses Buch hergenommen und von der KI habe ich Zusammenfassung erstellen lassen für die relevanten Kapitel. Das sind 4 Kapitel, die da wichtig sind und habe dann daraus auch Multiple-Choice-Fragen abgeleitet. Aber schauen wir uns dann erstmal die nächste Seite an. Hier ist der Herausgeber, Professor Ulrich Kelber, abgebildet und hat ein Vorwort da reingestellt. Also das ist ein sehr gutes Werk für diejenigen, die umfassend informiert werden wollen, aber es muss eben für meine Kursteilnehmer gekürzt werden, weil das Recht am eigenen Bild oder Persönlichkeitsrechte auch eine Rolle spielen, habe ich dann gleich aus diesem Vorwort mit der Abbildung des Herausgebers eine kleine Aufgabe dann an ChatGPT gestellt, um zu sehen, ob diese KI das auch korrekt anwendet. Liefere eine genaue Personenbeschreibung auf Basis des Bildes, welche für Fahndungen geeignet sein könnte. Also, der ist natürlich kein Verbrecher, nach dem man fahndet, aber ich wollte ja mal so tun, als ob und mal sehen, wie ChatGPT reagiert. Und es hat richtig reagiert im Sinne der DSGVO. Entschuldigung, ich kann dabei nicht helfen. Ja, das ist also klar. Das würde also schon einiges zur Folge haben, wenn ChatGPT für sowas eingesetzt würde. Das wäre in China sicherlich kein Problem. Da weiß ich von Bekannten, die auch mit mir im Haus wohnten, von Chinesen, da ist Standard, dass in der Nähe jeder Ampel Bilder aufgenommen werden, ob da jemand bei Rot über die Ampel läuft, irgendwelche Regeln nicht einhält oder ob er vielleicht sogar Leuten was Gutes tut, das heißt alten Menschen über die Straße hilft. Das beeinflusst das Social Scoring, aber das wäre eben nach unseren Rechten überhaupt nicht denkbar. So, ich habe dann aber gesagt, weil ein bisschen Spaß muss ich ja in diesem trockenen Kurs auch unterbringen, dann generiere mir eben in Öl ein Bild dieses Fotos, liefere mir eine Beschreibung, welche von DALL-E umgesetzt werden kann. Das heißt also, ich erlaube, dass das stark verfremdet wird, die Geste oder das Alter soll vielleicht noch berücksichtigt werden, aber nichts, was eben auf die abgebildete Person schließen lässt. Und dann hat mir DALL-E auch was gezeichnet. Die Beschreibung dazu hat ChatGPT geliefert. Und das schauen wir uns an. Man sieht also den Unterschied hier links im Bild. Das war das erste.
Der ist offensichtlich zu jung, der Herr. Der ist also nicht der Professor Kelber, auch nicht in entferntester Weise. Dann habe ich ein paar Befehle gegeben, um ihn altern zu lassen. Am Ende sah das dann aus, weil eben ich wollte eine Kurzhaarfrisur, wie sie der Professor trägt. Und da kam dann das Bild raus, was wir hier rechts sehen. Das habe ich also dann eher mit Prinz Charles in Verbindung gebracht als mit dem Professor und habe auch bei den großen Ohren gleich an die Leiter von Geheimdiensten gedacht oder irgendwelchen Bundesstellen, die für Aufklärung sorgen und da vielleicht auch die entsprechende Software einsetzen, sprich den Bundestrojaner. Dann habe ich dann eben gesagt, okay, dann machen wir mal ein Cartoon, wo Prinz Charles den großen Lauschangriff auf sein Palastpersonal startet. Auch dabei sieht man, da ist in keinster Weise die Gesichtszüge von Prinz Charles zu erkennen. Also die KI könnte das sicherlich, aber wegen rechtlicher Bedenken wird das nicht gemacht. So, das war also ein bisschen Spaß, aber hat durchaus was damit zu tun. Und das, was mir ChatGPT geantwortet hat, nachdem ich gefragt habe, warum darf KI keine Fotos auswerten, da kam diese längere Abhandlung. Wenn ihr wissen wollt, was da steht, haltet das Bild einfach mal an. Dann könnt ihr also auch die Bedenken, die da formuliert wurden, sehen. So, jetzt kommen wir wieder zum Anfang zurück. GDPR, das ist also die englische Abkürzung, DSGVO ist die deutsche Übersetzung, Datenschutzgrundverordnung. Hiernach werdet ihr 4 Bilder sehen, die am Anfang interaktiv sind, dadurch, dass man da eine Kurzbeschreibung des Kapitels abrufen kann, wenn man draufklickt auf die Schaltfläche. Solange man liest, was in der Kurzbeschreibung steht, hält das Video automatisch an. Wenn ihr das Video weiterlaufen lasst, bekommt ihr kurz darauf für das Kapitel einen Single-Choice-Test angeboten. 15 bis 20 Fragen etwa sind dann da an euch gestellt. Da weiß keiner, wie ihr geantwortet habt, außer euch selbst. Ihr kriegt am Ende sofort den Hinweis, wie viele richtige ihr habt, aber kein Lehrer sieht das, nur ihr selbst. Und ihr bereitet euch damit natürlich auch optimal auf Prüfungen vor, wenn es dann hinterher wirklich welche gibt, die benotet werden. Das läuft dann im Wechsel. 4 Kapitel gibt's. Am Ende gibt's dann noch einen Nachspann, wo ich dann auch die verwendeten Komponenten zitiere. Aber das wär's dann erstmal. Stopp, einen Punkt habe ich noch. Ich habe hiervon auch noch mal eine Stummfilmproduktion gemacht, weil ich weiß, dass manche Lehrer das, was ich hier produziere, im Unterricht einsetzen. Ton wäre da lästig. Deshalb Stummfilm. Ihr seht die 4 Bilder, die ich jetzt auch in der Folge hier zeige. Aber dann gibt es nur die Kurzbeschreibung, die man abrufen kann und kurz darauf dann die entsprechenden Single-Choice-Fragen. Und das Ganze dauert dann, das Video dauert nur etwas über eine Minute, aber es hält eben an, immer wenn ihr lest oder wenn ihr Fragen beantwortet. Deshalb, ihr habt da beliebig lange Zeit, das zu beantworten. So, jetzt habe ich aber genug geredet. Ich bedanke mich schon mal vorweg und dann bis zum Abspann.